Mit ausschüttenden Dividenden-ETFs kannst du dir ein passives Einkommen aufbauen und dabei sogar monatliche Zahlungen bekommen. In diesem Video zeigen wir dir die Vor- und Nachteile der Dividendenstrategie und 3 Beispiele, mit denen du monatliche Dividendenausschüttungen erhältst. Und am Ende sagen wir dir, ob sich das für dich lohnt. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Die in diesem Video bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kaufberatung dar. Investments in Wertpapiere unterliegen immer auch einem Verlustrisiko. Wie funktioniert die Dividendenstrategie? Mit einer Dividendenstrategie kaufen Anleger Aktien von Unternehmen, die einen Teil ihrer Gewinne als Dividenden an Aktionäre ausschütten. Es gibt ETFs, die ausschließlich in Dividendenaktien investieren, sodass man im Vergleich zum Kauf von Einzelaktien eine sehr breite Streuung erreicht. Die Vorteile einer Dividendenstrategie. Vorteil Nummer 1. Passives Einkommen. Der wichtigste Vorteil sind die Dividendenzahlungen, die für ein regelmäßiges Einkommen sorgen. Außer dem Kauf der ETFs musst du nichts weiter aktiv tun, um die Auszahlungen zu erhalten. Mit den gleich in diesem Video vorgestellten ETFs erfolgt die Ausschüttung wie ein Gehalt, sogar monatlich. Vorteil Nummer 2. Keine Transaktionskosten. Würdest du ETFs oder Aktien verkaufen, um einen regelmäßigen Cashflow zu generieren, entstehen jedes Mal Transaktionskosten durch Spreads und in vielen Fällen auch durch Ordergebühren. Dividendenausschüttungen erfolgen immer ohne Gebühren. Vorteil Nummer 3. Der psychologische Effekt. Wenn du in tesorierende ETFs investierst, fließt Geld erst in der Entnahmephase nach 20, 30 oder 40 Jahren zurück. Bis dahin bleibt das Geld in den ETFs und die Dividenden werden innerhalb des ETFs wieder angelegt. Der psychologische Effekt, der durch die regelmäßigen Zahlungen bei den ausschüttenden ETFs entsteht, hilft beim Dranbleiben. Viele Anleger entscheiden sich daher für Dividendenaktien oder ausschüttende Dividenden-ETFs. So bekommt man für jeden investierten Euro langfristig Zahlungen aufs Konto. Insbesondere bei Börsencrashs, wenn die Aktienkurse stark fallen, reagieren Privatanleger oft panisch und verkaufen Wertpapiere. Anleger, die einer Dividendenstrategie folgen, bleiben dagegen oft gelassener, denn sie erhalten auch in schwachen Marktphasen weiterhin ihre Dividenden. Vorteil Nummer 4. Unternehmen mit starken Dividenden sind oft solide. Insbesondere Dividendenaristokraten, das sind Unternehmen, die mindestens 25 Jahre lang ihre Dividenden kontinuierlich erhöht haben, sind sehr bekannte und starke Unternehmen. Zu ihnen gehören beispielsweise Firmen wie Coca-Cola, McDonald's oder Procter & Gamble. Es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Unternehmen insolvent gehen. Es kann aber natürlich auch bei ihnen zu Problemen und fallenden Kursen kommen. Dank der Diversifizierung, die man durch einen Dividenden-ETF erreicht, wird das Risiko aber stark verteilt. Die Nachteile einer Dividendenstrategie. Nachteil Nummer 1. Steuern. In dem Moment, in dem die Dividende auf dein Konto ausgezahlt wird, fällt die Kapitalertragssteuer an. Nachteil Nummer 2. Höherer TER bei Dividenden-ETFs. Der Total Expense Ratio, kurz TER, ist die jährliche Gebühr für den ETF. Während diese Kosten bei einfachen ETFs, die einen großen Index wie den MSCI World nachbilden, bei etwa 0,2% pro Jahr liegen, sind es bei Dividenden-ETFs ca. 0,5% pro Jahr. Das liegt daran, dass bei diesen ETFs ein besonders großer Wert auf nachhaltige und hohe Dividenden gelegt wird. Daher kann es bei Dividenden-ETFs häufiger zu Umschichtungen im ETF kommen, die zu höheren Gebühren führen. Im Vergleich zu den bisher erzielten Dividendenrenditen sind die Kosten allerdings auch hier weiterhin recht gering. Nachteil Nummer 3. Kein Zinseszinseffekt. Wenn du die Dividenden ausschütten lässt und sie nicht reinvestiert werden, dann profitierst du natürlich nicht vom Zinseszinseffekt. Stattdessen profitierst du vom monatlichen Cashflow. 3 ETFs für monatliche Dividenden. Bei Privatanlegern ist die Dividendenstrategie mit ausschüttenden ETFs sehr beliebt. Sie sorgen für ein regelmäßiges Einkommen, das für alle interessant ist, die sich aus dem Berufsleben zurückziehen oder ein Nebeneinkommen aufbauen möchten. Es gibt aber keinen Aktien-ETF, bei dem man die Dividenden monatlich erhält. Die Auszahlungen erfolgen quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Wenn man auf die Auszahlungen für den Lebensunterhalt angewiesen ist, kann das zu Liquiditätsproblemen führen. Damit man monatliche Dividendenzahlungen erhält, muss man daher auf verschiedene Dividenden-ETFs setzen, die quartalsweise, aber versetzt ausschütten. Bei den 3 Dividenden-ETFs, die wir dir gleich vorstellen, haben wir auf folgende Kriterien geachtet. Zeitlich versetzte Dividendenzahlungen für 12 Auszahlungen pro Jahr, eine hohe Ausschüttungsquote für ein möglichst hohes passives Einkommen, eine möglichst breite Diversifikation über verschiedene Länder und Branchen und eine hohe Dividendenkontinuität, also ETFs, die Aktien von Unternehmen enthalten, die über mehrere Jahre konstante oder steigende Dividenden gezahlt haben. Erstens.
iShares Stocks Global Select Dividend 100 UCITS mit der WKN A0F5UH. Mit diesem ETF, den es seit September 2009 gibt, erhältst du 100 ausgewählte Aktien aus der ganzen Welt. Schwellenländer sind zu weniger als 1% vertreten. Die Regionen verteilen sich dabei auf Europa mit rund 36%, Asien etwa 26%, Nordamerika ca. 25% und den Pazifikraum mit etwa 12%. Die USA sind unter den Ländern mit ca. 18% am stärksten gewichtet. Investiert wird in den Finanzbereich, Konsumgüter, Immobilien, Versorger und das Gesundheitswesen, also Bereiche, die generell hohe Dividenden zahlen. Die jährliche Kosten, TER, betragen 0,46% und die Dividendenrendite lag im Jahr 2023 bei 5,85% und soll, laut Prognose, in 2024 5,57% betragen. Die Dividenden werden immer im ersten Monat des Quartals ausgezahlt, also im Januar, April, Juli und Oktober. Der ETF repliziert physisch, die Aktien werden also tatsächlich gekauft. Zweitens, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF mit der WKN A0LEW8. Mit diesem ETF investierst du in fast 320 Unternehmen aus den entwickelten Ländern. Mit mehr als 60% liegt der Fokus auf den USA. Anders als bei dem zuvor vorgestellten ETF ist dieser nicht branchenübergreifend, sondern enthält ausschließlich Unternehmen aus dem Immobilienbereich. Es sind Aktien und Rates vertreten. Die jährlichen Kosten liegen bei diesem ETF bei 0,59%. Im Jahr 2023 wurde eine Dividendenrendite von 3,12% erreicht und die Prognose für 2024 liegt derzeit bei 3,36%. Die Auszahlungen erfolgen jeweils im zweiten Monat des Quartals, also im Februar, Mai, August und November. Der ETF bildet den Index ebenfalls physisch ab. Drittens, Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF mit der WKN A2AHZU. Dieser ETF investiert in rund 170 Aktien aus verschiedenen Schwellenländern in Asien, Afrika, Südamerika und Osteuropa. Im ETF sind Aktien von Unternehmen mit hoher Dividendenausschüttung und niedriger Volatilität enthalten. Mit rund 65% ist Asien am stärksten vertreten. Eine hohe Gewichtung haben China mit 36% und Brasilien mit etwa 20% des Gesamtportfolios. Investiert wird in Unternehmen aus dem Bereich Finanzen, Immobilien, Versorger und Energie. Die TER beträgt 0,49% pro Jahr. Die Dividendenrendite lag im Jahr 2023 bei 6,07% und wird laut Prognose für 2024 bei etwa 5,8% per annum liegen. Die Ausschüttungen erfolgen im dritten Monat der Quartale, also im März, Juni, September und Dezember. Auch dieser ETF bildet den Index physisch nach. In der Beschreibung verlinken wir dir die ETFs und unseren Depot-Tipp, mit denen diese 3 und noch viele weitere ETFs kostenlos bespart werden können. Die TERs der Dividenden-ETFs sind mit mehr als 0,45% deutlich höher als die von ETFs auf großen Aktienindizes, die nicht den Fokus auf Dividenden legen. Bei letzteren sind Kosten von 0,1 bis 0,3% realistisch. Auch die Diversifikation ist mit einigen 100 vertretenen Aktienunternehmen deutlich geringer als bei einem ETF auf den MSCI World, der knapp 1600 verschiedene Aktien enthält. Es wird aber auch mit den 3 Dividenden-ETFs eine ausreichende Diversifikation erreicht. Wie viel Einkommen ist möglich? Vergangene Ausschüttungen lassen sich natürlich nicht auf die Zukunft übertragen, sodass man nicht voraussagen kann, wie hoch zukünftige Dividendenzahlungen der ETFs ausfallen. Wenn man aber davon ausgeht, dass ein Anleger von jedem dieser 3 ETFs 2000 Stück im Jahr 2023 gehalten hat, wurden ihm folgende Beträge ausgezahlt. Januar 720 €, Februar 280 €, März 140 €, April 360 €, Mai 360 €, Juni 760 €, Juli 1400 €, August 340 €, September 1260 €, Oktober 780 €, November 300 € und Dezember 400 €. Insgesamt also 7000 € vor Steuern. Lohnen sich Dividenden-ETFs für ein regelmäßiges Einkommen? Mit Dividenden-ETFs kannst du ganz einfach ein monatliches passives Einkommen aufbauen. Natürlich zahlst du auch hier Steuern. Ab einem Freibetrag von aktuell 1000 € werden hier 25% Abgeltungssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer fällig. Steuern zahlst du aber ja auch bei anderen Einkommensarten. Je nach Einkommenshöhe ist die Abgeltungssteuer eventuell sogar geringer als deine Einkommenssteuer. Durch die ETFs erreichst du eine deutlich breitere Streuung als bei Dividendenaktien und kannst mit nur 3 Wertpapieren im Depot eine diversifizierte Dividendenstrategie umsetzen, mit der du monatliche Zahlungen erhältst. Mit einem monatlichen Sparplan kannst du regelmäßig neue ETF-Anteile automatisiert dazu kaufen und so dein monatliches Einkommen erhöhen.
Mit unserer kostenlosen Depotempfehlung, die wir dir unter dem Video verlinken, geht das sogar ohne Ordergebühren. Tesorierende ETFs, bei denen Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden, haben steuerliche Vorteile gegenüber den ausschüttenden ETFs. Wenn du aber dein Geld anlegen möchtest, um jeden Monat ein zusätzliches Einkommen zu generieren, ist die Dividendenstrategie mit Ausschüttungen eine sehr interessante Möglichkeit. Hast du noch Fragen zur Dividendenstrategie? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.